Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört. Ja, guten Morgen. Also ich habe jetzt gerade hervorragend geschlafen. Ich bin in so einem kleinen Hotel hier, alles schön weiß, clean eingerichtet. Das gefällt mir ganz gut. Ich kam da drauf, weil ich hier durch Kalkan gelaufen bin und dann hat mich jemand angesprochen und rief zu mir, hey, nice shoes. Und dann hat sich herausgestellt, da war noch ein anderer Hiker und der hatte halt auch hier die Altras an. Ja, und dann hat er mir dieses Hotel hier empfohlen und da ich sowieso nur noch eine Stunde Zeit hatte, dachte ich, ach, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, den Berg hochzuziehen. Wer weiß, ob ich da einen guten Campingplatz finde. Bin ich nachts hier geblieben und habe die Akkus geladen und mein Telefon hervorragend geduscht und hier echt richtig gut geschlafen. Das war richtig schön. Ich wäre auch gerne länger liegen geblieben. Aber jetzt ist es 8 Uhr, ich habe alles zusammengepackt und muss gleich los. Hat jetzt auch wieder alles ein bisschen länger gedauert, weil ich nämlich noch meine Sachen einmal hier in eine Waschmaschine geworfen habe gestern. Und dann musste ich gestern noch ein bisschen länger wach sein, um die noch aufzuhängen. Ja, genau, aber jetzt alles eingepackt, jetzt geht's los. Vielleicht gehe ich sogar nochmal zur Post und verschicke eine Kleinigkeit von Sachen, die ich nicht brauche. Und dann geht's jetzt los nach Bezirgan. Ich sammelte meine gewaschenen Sachen vom Balkon zusammen und verließ erfrischt das Hotel. Beim Hinaustreten aus dem Tor schloss sich mir ein großer Hund an. Ich stellte mich gut mit ihm, denn so kräftig wie er war, könnte er verfeindeten Hunden die Leviten lesen. Ganz cool. So, wir gucken jetzt erstmal in Ruhe, wo die Post ist und dann bringe ich vielleicht was weg. Und jetzt nicht dem Auto hinterher rennen. Erschöpft beschloss der Hund, dann doch lieber hier die Straße im Blick zu behalten und verblieb im Ort. Also dieser Berg hier ist so steil, dass man sich eigentlich bei jedem Schritt die Waden dehnt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass hier irgendwie noch ein Auto lang fahren kann. Ja, wäre spannend, wenn mir eins entgegenkommt. Eine steile Straße führte nun Richtung Gebirge, Richtung Bezirgan. Der Weg war teilweise wirklich schwer zu finden. Nach zweimal dran vorbeilaufen, fand ich ihn. Hier ging es rechts, also mitten ins Gebüsch. Nun wechselte sich Gebüsch mit Blumenwiesen ab. Es ging vorbei an Baustellen, an Villen und dann über Single Trails durch pieksiges Gestrüpp. Ja, jetzt ist gerade ein bisschen schlecht. Mich haben die Cops angehalten. Bin gerade mal einen Meter weggegangen. Die durchsuchen das an meine Sachen. Und also hier steht der Kollege auch, Murat. Und er sagt aber, ich kann weitergehen, weil er hat eh noch was hier am Auto. Er hat noch einen Platten und deswegen wollte er gucken, ob ich ein Flickzeug dabei habe. Ich habe ihm jetzt das von meiner Isomatte gegeben. Und jetzt geht's weiter. Ja, hier kann man es auch wieder wunderbar sehen. Ich komme praktisch hier unten gerade den Hang her. Und da ist der Ort, wo ich heute Nacht übernachtet habe. Und ich kam gestern lang hier diese Steilküste. Das war praktisch der Part mit viel Klettern. Und diese Wendung da in der Mitte, diese hier, wenn man das sieht, das ist praktisch diese Wendung, wo es dann hier im Kreis ging. Wo dann dieses Aquädukt war und wo ich dann halt auch hier, praktisch da, wo der Kreis zusammengeht, Ceyhan getroffen habe. Also ich bin gestern praktisch hier komplett rum, kam dann so, bin dann hier rumgeklettert, was extrem anspruchsvoll war. Und hier dann ab in die City übernachtet und dann kam ich hier über den
Berg hoch, zap, zarab, da oben an den Villa-Projekten lang und dann irgendwie dann hier rum und jetzt diesen Weg rauf. Yeah! So, der Weg ist wie immer schön steinig, geröllartig, aber es sind halt alles Steine, ne? Es ist kein scharfes Vulkangestein, wo man sich die Schuhe dran zerschneidet. Im Gegensatz zu den Klippen gestern. Ja, hier gerade im Gebüsch habe ich gerade nochmal eine Schlange gesehen. Also ich habe ja schon einige auf der Reise gesehen. Vor allem am ersten Tag, glaube ich, eine Schlange, die war auf jeden Fall etwas länger als 1 Meter, dunkel, bisschen braun, schimmernd, dunkel, schwarz. So. Und jetzt gerade habe ich zuerst mal eine andere Schlange gesehen, eine grüne Schlange. Könnte irgendwie so eine Zornnatter gewesen sein. Ich kenne mich mit Schlangen überhaupt nicht aus. Ich habe eben nur mal kurz gegoogelt. Nach etwa 5 Kilometer auf der Hälfte dieser mühsamen Strecke gab es eine tolle Aussicht. Mit jedem Schritt höher ins Gebirge wurde es kühler. Am Himmel, an den Bergklippen, hing dunkler Nebel. So, jetzt bin ich auf dem Berg angekommen und wie ich es erhofft hatte, es ist super grün und wunderschöner Nebel hier. Oh, es ist ganz toll. Oh, ganz toll. Cool. Vielleicht finde ich auch wieder schwarze Schildkröten hier. Ja, man muss ja auch sehen, dass man hier irgendwie zwischen die Zähne bekommt. Und als energiereichen Snack habe ich hier diese Cashews geholt. Diese Marke ist ein bisschen teurer. Das sind Cashews mit Schale geröstet. Und die schmecken echt gut. Und sie haben eine Top-Qualität, riesengroß. Und das habe ich ja so noch nie gegessen. Echt klasse. Und guck mal an. Mitten auf dem Berg eine Zisterne. Ist auch nicht in meiner App abgebildet. Kann ich dem Entwickler gleich mal ein Foto schicken. In meiner Wander-App, die ich auf dieser Reise nutzte, kartografierte ich einige wilde Wildcamping-Spots und den Zustand der Zisternen und folgte dem Weg weiter Richtung Bezirgan. Es ist auf jeden Fall so heiß, jetzt gerade Ende März, dass man hier in Badehose sitzen kann. Ne? Vorbei an einer Reihe von Zisternen ging es dann wieder runter. Und plötzlich, nach einer Kurve, vor mir, das abgelegene Dörfchen Bezirgan. Wow, ein riesiges, rundes, flaches Plateau, umkreist von den Bergen. In der Ferne sogar mit Schnee auf den Kuppen. Die Sonne brannte förmlich und die Schönheit dieses friedlichen Ortes rührte mich so sehr, dass ich mich hinsetzen musste. Eine Menge Ziegen und Schafe begrüßten mich und liefen dann zwischen einer Vielzahl von historischen Mini-Holzhäuschen entlang, für die der Ort bekannt ist. Sie grasten dort. Der Himmel hatte ein so freundliches Blau mit kleinen Wölkchen und trotz der heißen Sonnenstrahlen lag eine erfrischend wehende Bergluft auf der Ebene. Ich träumte von einem kleinen Häuschen, hier an diesem abgelegenen Ort der Welt. Diese Ruhe, diese Luft, das war traumhaft. Ich entglitt meinen Tagträumen und suchte etwas zu essen. Der einzige Laden, der etwas zu essen versprach, war allerdings geschlossen. Aber ein kleiner Markt hatte geöffnet. Dort kaufte ich Brot, Käse, Schokolade, Nüsse, Wasser und Fruchtsaft. Ich besichtigte noch ein wenig den kleinen Ort und machte mich dann weiter auf in den nächsten, Richtung Sărbelen.
bin jetzt aus Besirgan raus. Ich habe ein Stückchen an der Straße gerade laufen müssen. Da stand zwar irgendwie ein Schild mit New Trail, aber ich habe kurz gesucht und habe mich dann entschieden zu gehen, wie meine Karte das sagt. Und jetzt bin ich hier irgendwo hochgegangen erstmal. Hier ist die Markierung gerade auch nicht ganz so klar. Ich muss mich mal gerade umgucken. Jetzt gehe ich hier hoch, nochmal den Berg hier mitten im Gestrüpp. Es piekst wieder an den Beinen. Und es ist 18:05 Uhr, das heißt, ich habe jetzt noch so eine Stunde Zeit, mir einen guten Campingspot zu suchen. Ich habe hier auf meiner Karte auch 1, 2 eingezeichnet. Der eine ist, glaube ich, zu nah, der andere zu fern. Aber ich schaue mir das erstmal an. Ein nicer Platz zum Zelten. Das ist der Platz, an den Eugene meinte. Eugene ist der Entwickler von der Lucien Ray Tracklight App, die ich gerade benutze. Und mit dem ich hin und wieder schreibe, oh, das sieht echt schön. Leider noch ein bisschen zu früh, aber ich gucke es mir mal an. Ja, also echt ein total cooler Platz zum Campen. Ich bin jetzt nicht da geblieben. Ich habe mich entschieden, zu Cerebelen weiterzugehen. Das sind 2,4 Kilometer und notfalls, wenn da nichts Gutes ist, gibt es auch eine Pension. Ich war gestern zwar schon in einer Pension, aber es würde dann heißen, dass ich morgen halt super früh los könnte. Und 2 Kilometer heute sind halt 2 Kilometer heute. Ich bin halt so ein bisschen irritiert, weil es hier echt krass aussieht. Ich vermute, hier hat es gebrannt. Schlagartig verwandelte sich die Natur in eine Art Mordor. Die Bäume und Büsche trugen keine Blätter mehr. Anstattdessen ein lebloses Pechschwarz vor weißem Gestein. Auf diesem Wald muss ein Fluch liegen. Was war hier geschehen? Es schien, als hätte der Tod persönlich hier gewütet. An einer Lichtung gedachte ich zu campen. Ich hatte den entsetzlichen Gedanken, dass man hier sicher seine Ruhe hat. Welcher Vierbeiner sollte sich hier verstecken? Welcher Vogel noch singen? Selbst dem Borkenkäfer wäre es hier zu postapokalyptisch. Naja, nüchtern betrachtet, es war 18 Uhr. Wenn nicht jetzt campen, wann dann? Dann traf ich die Entscheidung, noch eine weitere Stunde zu laufen und eine Pension, das Mosaik, zu nehmen, welche in meiner App zum Lykischen Weg empfohlen stand. Auf der Kamera sieht man das natürlich nicht, aber es ist eine richtige Rutschpartie gerade runter. Also ich musste mich auch schon ein paar Mal hinsetzen oder auf den Schuhen runterrutschen. Eigentlich das ist ein dehnbarer Begriff von Wandern hier. Ja, ein bisschen blöd hier, ging der Weg gerade durch so ein privates Grundstück durch. Das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Aber der Hund war auch klein und so mit dem konnte ich schon klarkommen. Aber das war echt schon eine Stolperfalle. Ich bin noch einmal gestürzt, ein bisschen das Bein umgeknickt, aber nicht groß passiert. So, jetzt ich hoffe, dass ich wieder auf dem Weg bin. Wie man sieht, habe ich mich dagegen entschieden, da oben zu übernachten. Und ich erzähle aber jetzt später, warum. Auf dem Weg lag eine kleine Leiter. Ich nahm sie und plötzlich befand ich mich mitten im Ort. Beim Eintritt in die Stube, siehe da, der Diamantenhändler aus Südafrika und seine Frau aus dem Lykia Inn von Tag 5. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Und der Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört.